Mein Name ist Eva Michelin, ich bin 54 Jahre alt, selber Überlebende oder Betroffene von sexualisierter Gewalt und habe das Programm Body Voices ins Leben gerufen, um anderen Frauen, die in der gleichen Situation wie ich bin, zu helfen. Die Idee zu Body Voices kam über viele, viele Jahre hinweg, hat die sich langsam entwickelt. Ich habe aus meiner eigenen Not heraus viele, viele verschiedene Therapieformen ausprobiert. Und im Laufe der Jahre ist mir immer klarer geworden, dass all die Formen, die körpernah arbeiten, die über den Körper gehen, nicht über das Großhirn, dass die funktionieren. Und in einem Dreitagesprogramm können eben Überlebende sexualisierter Gewalt sich dieses Programm durchlaufen und diese verschiedenen Therapieformen einfach mal ausprobieren. Der Body Voices Workshop in Tübingen, jetzt Anfang des Jahres, da waren 6 Trainerinnen, also 6 verschiedene Therapieformen, körpernahe Therapieformen vertreten. Das war das Thema Atemtherapie, Singen und Tönen, was natürlich auch viel mit Atmung zu tun hat, Körpersprache, Tanz, Tonfeldtherapie und das Thema, wie gesagt, Bauch. Also eine Trainerin, die ganz viel über das Thema Bauch gearbeitet hat mit Massage. Also wenn ich am Bauch massiere, kommen ganz andere Dinge zur Sprache, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an den Füßen bin oder am Rücken oder sonst wo. Und dann hat mich das immer mehr beschäftigt, was unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, also unser Bauch, so wird ja unser Darm heute auch genannt, unser zweites Gehirn hat die gleichen Nervenzellen wie unser Kopfgehirn. Und was da, wenn man den Bauch berührt, also auch wenn man selbst berührt oder wenn jemand anders massiert, was da für Geschichten hochkommen. Also unser Darm, ich habe ja schon gesagt, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, äh, der registriert alles, was so an Erlebten täglich auf uns einströmt. Und genau diese Emotionen, diese Spannungen können wir sehr gut lösen, indem wir diese Bauchmassage machen. Und in dem Fall ging es aber eben auch um die Bauch-Selbstmassage, also wie wir selber in eine Selbstwirksamkeit kommen können und auch in eine Selbstfürsorge, um letztendlich unsere Resilienz auch zu stärken, also diese psychische Widerstandskraft. Und letztendlich ist die Bauchmassage auch ein Versöhnungsakt mit unserem Energiezentrum. Einfach allein schon das sich selber beschäftigen damit ist für viele Frauen, vor allem jetzt in diesem Kontext, wirklich auch eine Überwindung, aber auch ich würde es mal sagen, eine Art von Versöhnung, vielleicht um einen Frieden mit sich selber wieder reinzubringen. Ob das jetzt Kunst ist oder nicht, aber es ist kreativ und es ist schöpferisch. Und und schöpferisch heißt ja, ich schöpfe das. Und ich schöpfe das aus mir, so wie wir arbeiten. Also wir machen ja nichts vor, muss man nachmachen. Es ist ja nicht darstellen, es ist ja etwas sein. Also das Ziel ist immer, etwas zu verkörpern und etwas zu sein und in irgendeiner Form in eine Wahrhaftigkeit zu kommen, in eine Ehrlichkeit, die sich ausdrückt in einem Bild, in der Bewegung, in der Stimme, im Schweigen, egal, im Blick. Das ist das eine, ich schöpfe das aus mir, also ich bin eine Schöpferin. Das heißt, ich habe etwas zu geben, ich habe etwas zu zeigen. Ich merke, dass das andere berührt, interessiert, dass eine Resonanz da ist. Also es gibt eine Schwingung, ich werde gesehen. Und gesehen werden heißt, ich bin wichtig. Also was jetzt war im Plenum war, ich bin wichtig, dass ich da bin, dass ich auf der Welt bin. Das ist das eine. Das andere ist, Kunst hat immer auch was mit Grenzüberschreitung zu tun. Also ich überschreite eine Grenze zum einen
Und ich erweitere dadurch meinen Spielraum, also jetzt auch im wörtlichen Sinne, jetzt im Theater und Tanz. Ich habe einen Spielraum und indem ich den benutze und indem ich einfach nur ehrlich da drinnen bin, erweitert sich dieser Raum. Das merke ich oft erst hinterher. Und das ist eine tolle Erfahrung. Das ist einfach, weil es macht alles weit. Gell? Das macht den Kopf weit, den Körper, vor allem die Stimmung und es macht Mut, weiterzumachen. Und man muss gar nicht so viel denken. Das Denken ist gut hinterher, aber vorher nicht. Aber hinterher das zu reflektieren, ist natürlich toll. Ihr geht jetzt mit diesem Teil, das ihr dann um euch rumdrapiert habt, wie ihr wollt, geht ihr durch den Raum als Königin. Und zwar richtig, nicht so tun, als ob, sondern ihr seid eine Königin. Und mit der Zeit merkt ihr auch, ich gebe immer sehr viel Zeit, ich wiederhole sehr oft die Musik, merkt ihr, was für eine ihr seid. Vielleicht seid ihr auch eine Prinzessin, unabhängig vom Alter. Oder ihr seid sehr streng. Oder ihr seid die Königin Mutter. Oder ihr seid arrogant. Oder ihr seid einfach nur schön. Oder, und es kam dann, es war mir klar, also diese schöne Seite von sich zu zeigen, dieses Edle, das Kostbare, auch das Mächtige, das Raumeinnehmende, dieses heißt ja auch diese Seite von mir erstmal wahrzunehmen und dann so mutig zu sein, das zu zeigen. Ja, das habe ich. Und wenn das in meinem Fellkittel nur so ein bisschen rausblitzt, aber es blitzt raus. Und es darf in so einem Setting, darf das auch rausblitzen. Und dann kann ich das noch verstärken von außen und sagen, ja, jetzt noch mehr und das und das und das, was mir halt einfällt. Und da manche auch geweint, weil manchmal weint man ja auch, weil es zu schön ist oder weil es eine Sehnsucht aktualisiert oder benennt oder weil man es noch nie so gespürt hat, dass man das in sich hat. Das ist so nett. Wir haben was wie eine grundlegende Basis, die Basissinne, die schon im Fötus eben heranreifen. Und diese frühen basalen Erfahrungen geben uns in der Beälterung oder auch im sozialen Kontext die Möglichkeit, Beziehungsbedürfnisse zu stillen. Wir müssen immer Beziehungsbedürfnisse stillen als Kinder. Zum Beispiel Sicherheitsbedürfnisse. Ich bin gehalten, ich bin geborgen. Auf dieser Basis wollen wir groß werden oder können wir groß werden in einem sozialen Umfeld. Und überall da, wo da ein Bruch besteht oder ein Mangel, zum Beispiel ein Trauma, ein Einschlag passiert ist, sind wie sowas wie Lücken, wie Brüche entstanden. Und die können wir am Tonfeld mit den Basissinnen wieder auffüllen, wenn auch ein soziales Gegenüber da ist und das in der Beziehung stillt und erfüllt. Die Basissinne sind der Tastsinn, die Tiefensensibilität. Wir haben tief in den Muskeln und in den Zellen Propriozeptoren für Tiefensensibilität, für Zug und Druck. Und wir haben als den Basissinn Gleichgewicht. Und wir wollen alle immer wieder im Leben ins Gleichgewicht kommen. Das ist vital, das ist emotional und das ist auch mental. Und dieses Gleichgewicht verlieren wir täglich 100.000 Mal und kommen täglich 100.000 Mal wieder rein. Am Tonfeld gucke ich jetzt bei der Begleitung im ersten Prozess von so einem Vertrauensaufbau,
was sehe ich von dem Tastsinn, was sehe ich von der tiefen Sensibilität und was sehe ich vom Gleichgewichtssinn. Und wie kann ich diese Sinne so ansprechen, dass sie gleichzeitig ein Beziehungsbedürfnis mitnehmen und dieses gestillt wird. Und dann spielen emotionale Themen rein, psychische Themen rein und werden gleichzeitig so mitgenommen. Und das Ziel ist, die alle zu erfüllen. Und dann hast du eine Therapiesitzung auf vielen Ebenen, statt nur im Gespräch. Also grundsätzlich ging es mir dann darum, sie über eigenes Tönen, über diese Harmoniefolgen, also ich habe die ein bisschen gewandelt, aber im Grunde war es recht ähnlich zu dem, wie auch mein Stück war. Über eigenes Tönen, über diese Harmoniefolgen in ihren Körperklang reinzuführen. Ja, dafür habe ich mir verschiedene also Körperbewegungen überlegt, die da reinpassen, die auch schon lange wo ich lange Erfahrungen schon mit habe, auch mit Leuten, mit vielen Leuten auch damit zu arbeiten, und also in Kleingruppen und auch mit einzelnen Leuten. Also da kann ich auf eine lange Entwicklung zurückgreifen, sodass ich auch so ungefähr immer gucken kann, wo jeder so ist gerade. Ja. Und habe das sozusagen in Etappen aufgebaut. Immer wieder mal die Harmoniefolge gespielt und mal geguckt, wie kommen die Leute aus sich raus, was wagen sie, welche Töne können sie schon von sich geben, können sie überhaupt Töne von sich geben, wie können sie damit sein, wenn sie es nicht können. Ja, weil das war ja ganz genauso gewünscht wie alles andere, es war also alles auch okay. Und dieser Entwicklungsprozess, der war einfach so spannend, weil es waren 6 Gruppen, 6 Gruppen, und es war jede so wahnsinnig anders und so, es war so erfüllend, diese Entwicklung zu beobachten. Wie da jeder Einzelne mit sich ist. Also es gab auch wirklich eine große Schere zwischen Frauen, die halt sich komplett rausziehen mussten, weil sie in ihrer Scham so versanken, beziehungsweise auch Frauen, die so in Widerstand gingen. Ja, auch das hatten wir, und das alles wurde irgendwie gehalten, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das war, sondern das war irgendwie da. In dem Workshop habe ich den Part mentale Kraft übernommen. Da möchten wir den Teilnehmerinnen vor allem die Grundlagen vermitteln, die für jede Veränderung im Leben sehr wichtig sind. Also was passiert im Gehirn, was passiert in unserem Körper, wenn wir uns verändern wollen? Warum ist es so schwer, sich zu verändern? Wie kann Veränderung trotzdem gelingen? Und es ist gerade für die traumatisierten Frauen unheimlich wichtig, weil auch Stress enormen Einfluss auf Veränderung hat und durch die Traumatisierung die Frauen einem so enormen Stresslevel ausgesetzt sind. Also die Anspannung im Körper ist schon so hoch, dass die Frauen trotz super Therapien und super Methoden gar nicht in die Fähigkeit kommen, sich zu verändern, weil die Voraussetzungen nicht stimmen. Und wenn man versteht, warum was so ist, wie es ist, oder wie was funktioniert, dann kann man es viel leichter umsetzen. Das ist also die Basis, die den Teilnehmerinnen helfen soll, die Puzzlestücke zusammenzubringen, die Methoden auch besser zu verstehen, warum das eine oder andere ihnen helfen soll. Der Kurs führt hin zur Meditation. Deswegen biete ich auch nachmittags die Meditation an, und um den Teilnehmerinnen erste Erfahrungen mit der Meditation geben zu können. Viele haben so eine Unruhe in sich, dass sie Meditation
schwer aushalten können. Und viele verstehen auch gar nicht, was soll mir das bringen, mich 10 Minuten hinzusetzen und mir irgendwas im Kopf auszudenken. In meinem Kopf plappert es eh die ganze Zeit. Und da zu erklären, warum Meditation so ein hilfreiches Tool sein kann, gerade auch in der Traumatisierung. Breathing is living, because through the breathing we get this energy. If you don't breathe, you don't get this energy in your body and everything stops. So it's a really direct way to give your body energy that we need. That's why breathing is really an important thing in life and really underestimated. But it's also connected to the emotional and mental levels that we have, and to this spiritual level. The breathing is still, well, for me, a really good tool to work with, and with quick results. It's amazing, people do it themselves after a while, and well, I think that is very special at this tool, that when you did 5 sessions, the patient or the client is able to do the sessions him or herself at home after a stressful day, or when something happens in their life, which is a tool that they have in their rugzakken and they can use whenever they want to. So the feedback that I get from a lot of people is that they feel much more lighter, that it is like they put away the rugzakken, so to say, that they feel like more free, more freedom, more happiness. And well, only by breathing, it's quite absurd, so to speak. Parallel zu diesen 6 Therapieformen habe ich mit allen betroffenen Frauen ein riesengroßes Kunstwerk gemeinsam gestaltet. Sie kommen zu mir und wir machen das gemeinsam. Das ist dann meistens so auch ein bisschen partnerschaftlich. Ich erkläre, was könnte man machen. Manche sind auch ein bisschen gehemmt, ist ja klar. Dann müssen sie da mit dieser Farbe hantieren, die ist ganz schmierig und klebrig. Es sind Lehmfarben. Und dann finden wir so unseren Weg. Und da gibt es manche, die kommen hier rein, die sind von Anfang an super kreativ. Ich sage, ja, mach mal, aber die brauchen von mir gar nichts. Und andere, die tun sich viel schwerer, die sind vielleicht auch verkopft und denken, oh, das muss jetzt toll sein und das muss ganz wunderschön sein. Und dann coache ich einfach so ein bisschen, dass sie loslassen können und ihre Blüte oder das Innere ihrer Blüte gestalten. Das Kunstwerk wird ja am Schluss noch diese 3. Bahn haben aus Samt mit all ihren Namen, wobei wir das hier immer ausarbeiten. Wie ist dieser Name? Schreibe ich den voll aus? Ist es nur meine Initialien? Ist es mein Vorname plus ein Buchstabe vom Nachnamen? Also auch Aliasse sind natürlich zugelassen. Und diese 3. Bahn aus Sand wird all diese Namen tragen. Und mir war das sehr, sehr wichtig, dass ich Ihnen das auch immer erkläre, dass das dann später mal im Rathaus liegt, dass das mal vielleicht im Landtag aufgehängt wird oder im Sozialministerium gezeigt wird, weil ich mit diesem Bild für dieses Thema Krach machen will. Also ja, Lärm, bunter Lärm. Und ich glaube, wir haben genug Statistiken gehört, das ist immer wieder das Gleiche. Jahr after year, wie man so schön sagt. Und ich versuche hier mal auf einer ganz anderen Ebene den Menschen dieses Thema nahezubringen. Statistisch ist es so, dass jeder von uns jemanden kennt, der betroffen ist, Mann oder Frau, Kind. Und jeder von uns kennt auch jemanden, der sowas anderen antut. Und wir wollen das aber nicht wahrhaben. Und ich möchte gerne auf diese Art und Weise mit diesem sehr, sehr großen Kunstwerk und mit diesem lauten Kunstwerk darauf aufmerksam machen, dass wir alle eine Birgit kennen oder eine Sonja oder eine Eva, der das passiert ist. Und ich hoffe, dass ich eher auf dieser Ebene die Menschen anspreche. Die Statistiken sind ja eher für hier oben gedacht. Wir hatten 28 betroffene Frauen.
die über die beiden Organisationen zu uns kamen. Die beiden Organisationen waren übrigens auch anwesend, alle 3 Tage mit den Betreuerinnen. Und ich denke, das ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für Body Voices gewesen, dass die Ansprechpartnerinnen, die die Frauen sonst haben in diesen Frauenorganisationen, also Wirbelwind und Frauen helfen Frauen, dass die dabei waren und unterstützend letztendlich die Basisarbeit gemacht haben an diesen 3 Tagen. Es war ja klar, dass wenn die Frauen, die kommen, die haben ja alle ihre Traumata. Und es war klar, wenn wir jetzt, wenn die arbeiten und wir Angebote machen, die zum Ziel haben, auch Dinge zu bearbeiten, also so, dann werden natürlich Themen angetriggert und dann kommt was in Bewegung, das sollte ja auch so sein. Also ja, wir wollten ja auch was bewegen in den Frauen, die Frauen wollten was bewegen und an was arbeiten und das hat aber natürlich auch zur Folge, dass sich Dinge im Körper bewegen, im Kopf bewegen und dass es dann vielleicht eine Person braucht, mit der man direkt dann auch darüber sprechen kann. Also und das war ja das Schöne auch, das Besondere an dem Wochenende, dass man nicht denken muss, oh Gott, jetzt muss ich wieder eine Woche warten, bis ich mit irgendjemand drüber reden kann, sondern es war klar irgendwie, was weiß ich mache Bauchmassage, komme raus und denke, boah krass, jetzt bin ich irgendwie neben mir oder ich brauche einfach noch was. Und ich suche jemand und es waren ja genug Personen da, also wir waren ja alle da und man konnte quasi direkt auf eine Person zulaufen, entweder die man gekannt, konnte Frau oder eine Mitarbeiter oder auf eine Frau zugehen, die man kennt oder die einem jetzt im Moment über den Weg gelaufen ist oder wo man einfach so das Gefühl hatte, ja, das passt gerade. Und was ich doppelt schön fand, war, dass sehr normalerweise so ist, dass wenn man was Schlimmes erfährt, also ein Trauma, dass man zuerst eine Bindungsperson sucht. Und dann dachte ich, genau das hat funktioniert. Also der Schreck ist hochgekommen, das Trauma ist hochgekommen, es war eine Person da, ja, zu der man gehen konnte. Das heißt, auch das, also habe ich so als heilsam empfunden. Und also, ja. Und da einfach auch mal weiterzugehen, also nicht immer in diesen Punkten von Stabilisierung stehen zu bleiben. Und es ist nicht möglich, alle Trigger zu vermeiden. Und ich glaube, ganz viele irgendwie Frauen haben für sich auch klar, irgendwie, ich will da weiter. Ich will da nicht immer an dieser Wand dann stehen bleiben und denken, okay, stopp, irgendwie alles too much, sondern wirklich auch einfach mal weitergehen. Und das Ganze noch teilweise allein, teilweise in Gruppe. Auch was Neues und was Gutes, auch zu merken, okay, interessant, irgendwie bei dem Thema haut es mich jetzt nicht raus, aber ich sehe, da drüben haut jemand raus und es ist aber auch okay, die kommt wieder, die geht kurz raus, die redet, die ist wieder da. Und dass es einfach auch sein darf und sein kann und dazugehört. Und nichts mit Scham oder was auch immer zu tun hat, sondern einfach, es gehört zu diesen Themen und das ist so und wirklich dieses Thema ist so verbreitet in unserer Gesellschaft und wir haben es so auf die Seite, an den Rand geschoben. Und ich meine, wenn wir die betroffenen Zahlen angucken und sagen, in jeder Schulklasse hocken mehrere betroffene Kinder, jedes 4. Mädchen, jeder 6. Junge, dann ist überall immer im Leben sind Betroffene mit dabei. Und da einfach mal eine Normalität auch damit zu bekommen. Also das fand ich für mich auch nochmal ganz wichtig mit diesem Ansatz zu sagen, wir laden Frauen aus verschiedenen Beratungsstellen ein, dass einfach auch klar ist, ja, da gibt es viele Frauen, die kennen sich nicht, die sehen sich zum ersten Mal und die trauen sich das auch und die trauen sich das auch mit uns und das ist ein Experiment und ich finde, das ist ein Experiment, das wirklich gut gelungen ist. Ich bin unglaublich berührt von dem Feedback, was wir bekommen haben, sowohl an dem Wochenende selber als auch später bei der Auswertung der Feedbackbögen. Da bin ich mit meiner Kollegin von Frauen helfen Frauen stundenlang da gesessen. Wir haben handschriftliche Feedbackbögen ausgewertet und wir waren total, wie sagt man so schön, geflasht. Feedbacks wie, das waren die 3 schönsten Tage meines Lebens oder 11 Therapien und 18 Medikamentencocktails kamen nicht dran an das, was in den 3 Tagen sich bei mir bewegt hat. Und es ging so weiter. Ich kann das gar nicht ausdrücken. Es sind bestimmt 100 solcher Feedbacks. Uns erreicht die auch immer wieder per Mail. Auch jetzt in der Nacharbeit, wenn die Frauen zusammenkommen. Hier wieder in Tübingen finden die Treffen statt.
Unglaublich, was wir bewegt haben und auch von den Fachfrauen überwältigendes Feedback. Ich zitiere Micha Schöller von Frauen helfen Frauen Tübingen, die sagt, dass sie in 30 Jahren Frauenarbeit noch nie so ein tolles Projekt begleitet hat und das macht mich sehr, sehr stolz. Das absolut überschwängliche, unglaubliche Feedback von diesen 28 Frauen und der Betreuerinnen und Trainerinnen hat mich darin bestärkt, weiterzumachen. Das eine, ich möchte hier in Tübingen oder in meiner Heimatgegend Body Voices fest verankern mit einem Programm, das Frauen aus ganz Baden-Württemberg oder vielleicht eben auch darüber hinaus zugänglich ist, wo sie Kurse buchen können, die ihnen all diese körpernahen Therapien anbieten, auch in Verbunden oder in diesem Schnupperkurs oder wie auch immer. Also ein festes Programm, ein festes Portfolio, wo auch ein Ort, wenn es geht, wo Frauen hinkommen können und sich eben diese Hilfedienstleistung quasi holen können. Und das zweite große Thema ist, dass ich Body Voices wiederholen will in möglichst vielen Ländern dieser Welt. Ich hoffe, ich werde alt genug, dass ich, bis ich 95 bin oder so, 30 Länder geschafft habe, vielleicht auch 40. Und in jedem dieser Länder eins dieser riesigen Bilder mit einer Gruppe dieser Frauen gemacht habe. Ich weiß, das A und O ist die Finanzierung all dieser Träume und das ist nicht einfach. Deswegen ist eine meiner Hauptaufgaben und meines winzig kleinen Teams, die Gelder zu finden, um Body Voices Tübingen zu institutionalisieren und meine zukünftigen Projekte in anderen Ländern zu finanzieren. Und ich glaube, das wird sich ergeben, weil es einfach so ein geniales Projekt ist. Und deswegen glaube ich, das wird einfach so gehen.